Wir haben wieder ein interessantes Fahrzeug für euch. Diesmal geht es um einen Nissan 350Z mit Stillenkompressor, ein HR-Modell. Und der Umbau finde ich halt persönlich sehr interessant und sehr schön. Und deswegen gibt es erstmal den Carport. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Drinking Henny, bad bitches jumping in the pool and I ain't got on no bra. Hit her front or back, pulling on the tracks and now she screaming out no more. They like Savage, why you got a 12-car garage and you only got 6 cars? Cocaine on the table, liquor porn, don't give a damn. Don't your girlfriend is a groupie, she just tryna get in. Saying I'm with the band, feel just like a rock star. Feel just like a rock star. So, wir sitzen jetzt hier im Nissan 350Z von Noah. Schönen Gruß nach Holland. Ihr habt das Auto ja gerade schon von außen gesehen. Bitte fragt mich nicht, was für Teile verbaut worden sind. Ich weiß es nicht. Also, ihr habt ja gesehen, es sind Carbon-Kotflügelverbreiterung, Carbon-Frontsplitter, Carbon-Heckdiffusor. Wir haben hier Feilzeitsitze drin, wir haben abnehmbares Lenkrad drin und. Also hier ist richtig investiert worden in das Fahrzeug. Leider nicht in ein gutes Fahrwerk, wie ich finde. Aber der Noah hat mir gesagt, es soll hier noch ein Airride rein mit anderen Felgen. Bin ich mal gespannt, ob sich das dann deutlich besser fährt. Also es ist sehr unruhig, das Fahrwerk bei höheren Geschwindigkeiten. Ja, ihr habt gesehen, das Fahrzeug ist ein HR mit Stillenkompressor. Und wir haben gerade schon mal ein bisschen 100-200 Zeiten gefahren. Und sind jetzt hier auf ungefähr 12,5 Sekunden gekommen. Ist jetzt nicht so der Oberknaller, aber ich vermute mal ganz stark, das ist dem großen Heckspoiler geschuldet, genauso wie der schlecht eingestellten Spur. Wir werden am Montag nochmal auf den Leistungsprüfstand fahren und dann nochmal die Leistung verifizieren. Das reichen wir natürlich in diesem Video dann auch nochmal nach. Ja, ansonsten gibt es jetzt noch ein kleines Beschleunigungsvideo und ja, bis später. So, vom Prüfstand zurückgekommen. Ergebnis ist ein Knaller, wie ich finde, also ist schon richtig gut. Haben wir jetzt 472 PS bei 478 Newtonmeter. Drehmoment liegt an bei 6200 Umdrehungen und die Leistung bei 7300 Umdrehungen. Bedeutet bei dem Fahrzeug 428 PS am Rad, nach EWG korrigiert wohlgemerkt. Ja, also wir haben, weil es heute extrem kalt war, eine unkorrigierte Leistung von über 500 PS gehabt. Also das war schon gewaltig. Kommt dem Motor natürlich zugute, die kalte Luft, keine Frage. Aber wir korrigieren hier in Deutschland nach EWG und das sind wie gesagt die Zahlen nach EWG. Ich bin happy, ich denke mal der Noah ist auch happy und ja, so viel zum Leistungsdiagramm. Ja, bei gefühlten minus 10 Grad, mir fällt das Sprechen extrem schwer, stehen wir hier am Rheindeich an der Rheinbrücke in Wesel und mache jetzt noch ein Fotoshooting für den Noah fertig. Hat sich jetzt kurzfristig ergeben, fand ich ganz cool, nehmen wir natürlich mit. Ich denke mal, der Noah freut sich. Dann ist er zumindest mal in den deutschen Magazinen unterwegs und ich denke mal, das passt schon. Ist ja ein schönes Auto. Ja, uns hat der Dreh sehr viel Spaß gemacht und ihr seht vielleicht auch, dass wir uns diesmal besonders viel Mühe gegeben haben
Und uns würde es freuen, wenn ihr das Video liken würdet, teilen, vielleicht auch kommentieren, damit wir auch wieder sehen, für wen wir es machen. Also, bis zum nächsten Video. Euer Tino.